Möchte die deutsche Bundesregierung wirklich eine Corona-Aufarbeitung? Seit 2002 muss unsere Regierung alle 5 Jahre der UNO einen Bericht über den Zustand der Menschenrechte in unserem Land erstatten. Fällig war jetzt der Zeitraum von 2018 bis 2023, also ausgerechnet die Zeit, in der die einschneidendsten Einschränkungen der Grundrechte seit dem Dritten Reich stattgefunden haben. Doch die Corona-Zeit war der Regierung in ihrem Staatenbericht keinen einzigen Satz wert. Kein Wort davon, was das mit Kindern gemacht hat, wie ältere Menschen isoliert wohnen und einsam gestorben sind. Kein Wort davon, welche tatsächliche Wirkung die mRNA-Präparate haben. Und auch kein Wort davon, wie sehr die Künstlerszene eingeschränkt wurde in ihrem kulturellen Recht und auch viele Berufsgruppen ihr Recht auf freie Berufsausübung nicht mehr wahrnehmen konnten. Als einzige NGO hat das ZAF einen ergänzenden Parallelbericht vor Ort eingereicht, der systematische Menschenrechtsverletzungen aufzeigt. Auf dem Weg zu den Vereinten Nationen machten sich neben dem Gründer von ZAF, Ralf Ludwig, Vertreter aus unterschiedlichen Bereichen, unter anderem die Künstlerin Julia Neigel, der Unternehmer Michael Ballweg, der Kinderarzt Dr. Albrecht Jahn, Professor Dr. Sönnigsen, der live zugeschaltet war, Claudio Zanetti und den 2 Menschenrechtsverteidigern Sarah und Volker Reusing, um den einschlägigen Ereignissen der letzten Jahre die notwendige Aufmerksamkeit zu widmen. Ich begleite dieses internationale Ereignis und hinterfrage auch, inwieweit dieser Verletzung der Menschenrechte auch völkerrechtlich begegnet werden kann. Herr Rechtsanwalt Ludwig, was werfen Sie der deutschen Bundesregierung vor? Ja, wir werfen der deutschen Bundesregierung im Wesentlichen vor, dass sie in dem sogenannten Staatenbericht, der in diesem Fall den Berichtszeitraum umfasst, in den auch die Corona-Zeit fällt, dass über die Corona-Maßnahmen, die ja definitiv in die allgemeinen Menschenrechte, auch vor allen Dingen in die Menschenrechte, die im Sozialpakt festgeschrieben sind, massiv eingegriffen haben, dass die Bundesregierung in ihrem Staatenbericht dazu überhaupt nichts erwähnt hat. Das heißt also, es ist so, als ob es diese Zeit nicht gegeben hätte mit den Lockdowns, mit den Impfpflichten, mit dem Kulturlockdown, mit den Schulschließungen, mit den Kindergartenschließungen, mit Testpflicht, mit Maskenpflicht und so weiter. Das sind ja alles Angriffe und Eingriffe in das Leben der Menschen und darüber gar nicht zu berichten. Also man hätte ja sagen können, das haben wir alles gemacht und hatten Gründe dafür. Aber es ist gar nicht darüber berichtet worden. Und deswegen sind wir hier, weil wir daran erinnern wollen, dass diese Maßnahmen tatsächlich getroffen wurden. Sie prangern in Ihrem Parallelbericht systematische Menschenrechtsverletzungen an, also auch das Recht auf Gesundheit, soziale Sicherung, Recht auf Arbeit, aber auch Kultur. Das ist ja doch sehr umfassend alles. Glauben Sie, Sie kriegen das in 4 Minuten unter? Naja, also wir werden das in Stichworten näher bringen. Aber der gesamte Bericht ist ja eingereicht. Der Bericht ist da, der ist eingereicht, der ist ja schriftlich da, der ist verschriftlicht. Das heißt also auch die Mitglieder des Sozialausschusses haben diesen Bericht natürlich gelesen und werden heute bringt man halt im Wesentlichen nochmal die wesentlichen Punkte. Und unser wesentlicher Punkt ist natürlich, dass an der Impfung nach seriösen Studien bis Ende 2022 fast 17 Millionen Menschen verstorben sind an der Impfung. Entsprechend runtergebrochen auf Deutschland ist das eine mittlere Großstadt. Und das muss man einfach auch bringen und dann sagen, und trotz, dass es nur eine bedingte Zulassung dieses Impfstoffs war, trotz, dass die Nebenwirkungen bekannt waren, insbesondere die schweren Nebenwirkungen, hat man Menschen verpflichtet aus dem medizinischen Sektor, aus dem Soldatenbereich. Man hat Nudging-Strategien angewandt, Schockstrategien angewandt und das muss man sagen und das werden wir halt heute noch mal hier betonen vor Ort. Herr Dr. Jahn, was macht ein Kinderarzt bei der UNO? Ja, als Kinderarzt sind wir nicht nur für die Kinder, sondern auch für die Babys im Mutterleib zuständig. Und mein Thema ist, dass ich habe die Zeit erlebt, wo wir uns wegen Contergan Gedanken gemacht haben. Contergan geht durch die Plazentaschranke und schädigt im Mutterleib die Babys. Und das Gleiche gilt auch für dieses Mod-RNA. Das geht durch alle Schranken und es handelt sich hierbei um eine intrauterine Impfung. Das heißt, die Babys werden wie die Mutter, wenn wir eine Schwangere impfen, auch mitgeimpft. Und wir haben in den Jahren 21 und 22 ca. 600.000 Schwangere geimpft, auf die Empfehlung der STIKO. Und das ist einfach für mich unglaublich. Und Intrauteral, haben Sie gesagt? Intrauterin. Also das heißt eben, durch das Blut der Mutter geht, wenn wir die Mutter impfen, geht sozusagen der Impfstoff, verteilt sich in dem Blut und geht dann durch die Plazenta in das Blut des Babys im Mutterleib. Das heißt, das Baby wird einfach mitgeimpft. Und das ist einfach sehr wohl untersucht. Wir wissen, dass es passiert, aber wir haben das übersehen. Das ist ein juristisches Problem. Gibt es hierzu auch Studien, die das belegen? Weil im öffentlichen Diskurs habe ich das jetzt noch nicht gehört. Also es gibt eine Studie aus 24
Da hat man das bei 2 Babys festgestellt, die geboren wurden direkt nach der Impfung der Mutter. Und da konnte man den aktiven Impfstoff in diesen Babys nachweisen. Und es gibt aus dem Jahre 25 nochmal eine Arbeit mit mehreren Kindern, wo das wieder gezeigt wurde. Und es ist schon lange bekannt, weil die Untersuchungen wurden gemacht im Tierreich, indem man einfach durch Impfung versucht hat, die Babys im Mutterleib gen zu manipulieren. Und das ist gelungen. Was erhoffen Sie sich von dem Ausschuss heute und dem eingereichten Parallelbericht? Wie kann die UNO da eingreifen? Und das handelt sich hierbei, ja, meiner Ansicht nach, um einen unglaublichen Vorgang. Wir können nicht Schwangere, ohne dass sie es wissen, impfen, wenn wir wissen, dass wir die Babys im Mutterleib impfen. Die Impfung ist ja in Deutschland nicht für Babys zugelassen, der Pfizer-Impfstoff. Ne? Aber offenbar ist sie für intrauterin zugelassen. Und das ist ein No-Go. Das geht nicht. Und Sie glauben, dass die UNO da Einflussmöglichkeiten hat, um die Bundesregierung in die Schranken zu weisen? Ich meine, das ist ja ein weltweites Problem. Das ist ein weltweites Problem. Amerika ist uns da voraus. Die haben in einzelnen Bundesländern dort schon den Impfungen überhaupt verboten. Es ist ja nicht nur für Schwangere und für Kinder schlecht, sondern es ist ein Impfstoff, der meiner Ansicht nach niemand wirklich nutzt. Es ist ein experimenteller Impfstoff und wir versuchen für Deutschland etwas zu erreichen, was in Amerika schon, die sind weiter an dem Punkt. Ja, vielen Dank, dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Danke. Ja, sehr starke Betriebsamkeit hier vor dem United Nations Office. Die NGOs laufen hier rein, raus im Sekundentakt. Ich werde mal die Gelegenheit nutzen, einige NGOs fragen, welche Länder sie vertreten, vor allem welche Länder sie anklagen. Ja, was so die mutmaßlichen Missstände sind rund um den Globus. Ich glaube, das ist ganz interessant, um so mal ein Gefühl zu bekommen. You don't speak German? No. So which NGO you're representing? I'm from the European Center for Constitutional and Human Rights. Okay. And what kind of problem you would like to introduce? So we are here denouncing the lack of implementation of the free, prior and informed consent for the German state with the Nama people in Namibia. The Nama people are indigenous peoples that used to live in today's Namibia, and they were victim of genocide from the German colonial period from 1904 to 1908. So we are asking the committee to include this issue and to ask the German government why are they not implementing the free, prior and informed consent on the negotiations of the so-called joint declaration, that is a reconciliation agreement, but the Nama people is reclaiming the right to reparations. Thank you. Good luck. Weil Sie sagen, dass der Zugang für Bildung Ihnen wichtig ist, spielen auch die Eingriffe während der letzten Jahre in der Corona-Zeit eine Rolle, weil da hatte man ja auch eingeschränkten Zugang zu Universitäten, also der Lockdown. Ist das auch irgendwie ein entscheidender Punkt für Sie? Das ist jetzt nicht der Hauptfokus. Also Corona spielt nur in der Hinsicht eine Rolle, dadurch, dass dort die Inflation massiv gestiegen ist, aber halt wir haben einfach wirklich den Fokus jetzt heute gesetzt auf BAföG, weil das unserer Meinung nach eben das Stipendiensystem Deutschlands ist. Und genau, dort wurden die Kosten einfach gar nicht aufgefangen, die damals entstanden sind. Genau. Also spätestens vielleicht noch ein Aspekt dazu. Ja. Durch Corona ist ja notwendig geworden, dass Studierende auch viel noch mehr zu Hause arbeiten, Videokonferenzen machen und so weiter. Das heißt, irgendwo in einer Jugendherberge unterkommen oder in einem überfüllten Studierendenwohnheim stößt an die Grenzen. Von daher unsere Forderung, dass auch die Wohnung, eine angemessene Wohnung berücksichtigt wird, ist dann nochmal doppelt wichtig geworden. Und seit den letzten 50 Jahren hat sich die Quote der geförderten Studierenden von rund 50% auf nur noch 12% reduziert. Das heißt, wir haben ja einen kontinuierlichen Abbau, obwohl eigentlich ein Ausbau des BAföG nach dem Sozialpakt erforderlich wäre. Viel Erfolg! Wenn Sie wollen, können Sie... Ja, gerne. Herr Reusing, Sie werden die Eingabe machen. Das sind ja doch viele Punkte. Warum hat man nur 4 Minuten Zeit? Das hat etwas damit zu tun, dass es ja ein Verhältnis sein muss, wie viel Redezeit haben Staatenvertreter. Und es sind ja hier über 10 NGO-Bündnisse und das muss ja irgendwie noch in die Arbeitszeit der UNO passen.
Das, worum es geht, sind die Berichte, die Parallelberichte. Was wir hier machen, ist nur auf besonders wichtige Dinge nochmal besonders hinweisen. Und man muss natürlich gewichtend vorgehen. Da, wo besonders viele Menschen besonders schwer geschädigt sind, in besonders sensiblen Menschenrechten, da muss natürlich der Schwerpunkt liegen. Denn da ist ein höchster Handlungsdruck, Dinge in Ordnung zu bringen. Wenn man sich das anschaut, jede gut funktionierende Behörde zum Beispiel, die arbeiten ja auch gewichtend. Die Polizei sucht sich ja auch erst die Gewaltverbrecher und muss dafür eine Menge Ladendiebe entkommen lassen. Und so muss es auch hier sein bei Menschenrechtsverletzungen. Man muss die großen Dinge zuerst angehen, um möglichst vielen Menschen möglichst schnell aus möglichst schwierigen Situationen zu helfen. So einfach ist das. Gut, dann viel Erfolg. Vielen Dank. Volker Reusing für ZAF und andere über 300 Quellen. Artikel 12. Chart of Coercion, psychologische Folter mit Schocks, Nudging, Masken- und Schuldindoktrinierung in Kindern, Verschiebung und Verengung der Wahrnehmung Öffentlichkeit und von Entscheidungsträgern auf Corona, verursachend Angststörung, Depression, Hippocampus-Schaden, Demenz, Alzheimer, prätraumatisches Stresssyndrom. 16,9 Millionen Tote durch Covid-Impfstoffe bis Ende 2022 laut Forschung von Professor Roncourt. Über 1000 Studien von Covid-Impfschäden wie Herzschäden, Mikrothrombosen, Vakzin, AIDS, Autoimmun, CFS, mit CFS, Schlaganfälle, Krebs, Stammzellschädigung, reproduktive Schädigung, 600.000 ungeborene Covid-Geimpfte in Deutschland. Artikel 4. Wer behauptet, ein Pathogen als Grund für Menschenrechtseingriffe, trägt die Beweislast. Mutationsrate zu niedrig für Zoonose. Gain-of-Function erreichte Krankheit nur über Injektion. Kein Isolat, nur erlerntes Modell von SARS-CoV-2. Todesfälle nach positiven Tests und von Impfstoff, Beatmung und überdosierten Sedativa präsentiert als Covid-Todesfälle. Bloße Modelle präsentiert als Fakten. Artikel 6 und Artikel 11. Shutdowns trieben über 135 Millionen Menschen in Hunger, zerstörten zahllose Unternehmen und Arbeitsplätze, Strafen, Kunst, Gastronomie, stationären Einzelhandel. Arbeitslosigkeit durch Impfpflichten im Gesundheitswesen und Armee und durch Verfolgung von Ärzten, die Patienten schützten vor Masken- und Covid-Impfstoffen. Artikel 15. Ausbeutung vom geistigen Eigentum Künstler im digitalen Raum. Ausschluss von 2,5 Millionen Künstlern von Live-Auftritten bis zu 21 Monate durch Shutdowns und apartheidsähnliche Regeln gegen Ungeimpfte. Künstler bekamen weniger Corona-Hilfe. Artikel 9. Opfern wird Schadensersatz verweigert von deutschen Gerichten. Beweislastumkehrung notwendig. Schadensersatz für Gesundheitsschäden und Todesfälle muss konfisziert werden von den privaten Hauptverursachern der Covid-Krise. Artikel 2. Diskriminierung durch Shutdowns, Verfolgung und Zwangsimpfung. Und Rückschritt durch drastische Entscheidungen basierend auf Ethik anstatt auf Menschenrechten. Empfehlung. Covid-Impfstoffe verbieten. Verantwortliche zur Rechenschaft ziehen. Schadensersatz für Opfer. Wahrheitskommission für Nichtwiederholung. Danke. Welchen Eindruck hatten Sie von der Veranstaltung? Also alle Statements der NGOs waren sehr kritisch gegenüber der deutschen Bundesregierung. Und die Hoffnung von uns ist, dass der Ausschuss das aufnimmt und entsprechende Fragen an die Bundesregierung jetzt richtet. Jetzt wurden heute mehrere Eingaben gemacht. Gab es welche, die aus Ihrer Sicht unangemessen waren oder hatten sie alle eine Daseinsberechtigung? Also es gab insgesamt 14 oder 15 verschiedene Organisationen, die dort ihre Statements abgegeben haben. Und ich hatte den Eindruck, dass alle diese Statements Hand und Fuß haben, dass es wesentliche Fragen der Menschenrechte angesprochen wurden im sozialen, im kulturellen und im wirtschaftlichen Bereich. Ein großes Thema, was sich durch viele Statements durchzog, war das Thema der sozialen Sicherheit und auch der Wohnungsnot und der Wohnungslosigkeit. Sowohl was Studierende angeht, wo die BAföG-Sätze einfach fürs Wohnen nicht ausreichen mit 380 €, als auch die Frage der Angemessenheit der Sätze beim Jobcenter, als auch die ganzen Probleme mit Wohnungslosigkeit und was da eigentlich an Problemen da ist, dass es 50.000 Menschen beispielsweise in Deutschland gibt, die auf der Straße leben. Es ist ja laut des Generalsekretärs ja auch wirklich zur Anhäufung von Mandaten und ganz vielen Berichten gekommen. Also die UNO tut sich wirklich schwer auch mit der Abarbeitung dieser Berichte, die ja wirklich in die Höhe geschossen sind. Glauben Sie, dass das vielleicht auch mit der Gesundheitskrise zu tun hatte, die wir die letzten Jahre hatten, also Corona?
Also ich glaube schon, dass die Auswirkungen des sogenannten Coronavirus auf die Gesellschaft in Deutschland und weltweit natürlich massive Auswirkungen hatte auf die soziale Lage von vielen Menschen, insbesondere auch der Studierenden. Ansonsten denke ich, dass der Ausschuss halt die Aufgabe hat, jetzt die wichtigsten Fragen an die Bundesregierung zu stellen, um zu erreichen, dass es Verbesserungen der Menschenrechtslage gibt. Gut. Vielen Dank für Ihren Einsatz. May I ask, how was the high-speed reading? And do you have any impression that UNO is able to find measurements against Germany? I think we are now in the first step. They need to take the issues that we presented and other organizations to include these in the list of issues, and we'll see. But I think they were pretty much attentive and welcome to hear all of the civil society that were there. Thank you. Ja, Herr Rechtsanwalt Ludwig, wie haben Sie sich im Schnelllesewettbewerb geschlagen? Ja, es war wirklich ein Schnelllesewettbewerb. Aber die haben auch gesagt, dass sie es noch nie erlebt haben, dass so viele Organisationen sich an dem Parallelberichtverfahren beteiligen, dass so viele Organisationen auch sprechen wollen. Also es gab am Ende auch gar keine Fragen mehr vom Komitee. Das Komitee hat noch gebeten darum, dass wir sie auch sehr darum unterstützen, jetzt diese Themen, die da auf den Tisch kamen, gegenüber der Bundesregierung zu präsentieren und dann im Mai auch im direkten Gespräch mit der Bundesregierung dabei sind und die Bundesregierung damit konfrontieren. Also es waren unglaublich viele Organisationen. Es ging viel um Armut, es ging natürlich auch viel um Migration, es ging teilweise um Klimawandel, teilweise auch um Themen, die ja gar nicht jetzt, also die jetzt aktuell sind, aber die im Prinzip diesen Bericht und Berichtszeitraum, um den es geht, nicht betrifft. Wir waren die Einzigen, die tatsächlich auf die Covid-Maßnahmen hingewiesen haben, und alle anderen scheinen irgendwie schon so weit in der Zukunft zu sein und nur über zukünftige Sachen zu sprechen und gar nicht zu verstehen, dass möglicherweise auch die Ursachen für die Armut, die sie angreifen, die gleichen Ursachen sind, die ja zu dieser Covid-Krise geführt haben. Ja, Herr Wallweg, mit welcher Erwartung treten Sie an die UNO heran, als jemand, der zu Unrecht inhaftiert wurde und sich einem politischen Prozess aussetzen musste? Hoffen Sie auf Schutz vor einer weiteren juristischen Verfolgung? Ja, es geht ja um zwei Dinge hauptsächlich für mich. Das eine ist diese Aufarbeitung dieser ganzen Zeit und dass das nicht in Vergessenheit geraten darf. Und dafür ist ja dieser Parallelbericht ganz wichtig. Ansonsten vertraue ich meinem Rechtsanwalt Ralf Ludwig. Der hat mich durch die Zeit gut begleitet, von 2020 angefangen mit der Klage beim Bundesverfassungsgericht, in meinem Haftverfahren bis zum Freispruch. Er sagt, es ist hilfreich, das zu tun. Von daher habe ich es gerne gemacht und lasse mich überraschen, was da auf mich zukommt. Jetzt steht auch im Parallelbericht das Recht auf Berufsausübung. Inwieweit haben Sie da auch die unternehmerische Perspektive reingebracht? Ja, also es ist so, der Mittelstand war ja Hauptangriffsziel dieser Lockdowns. Viele, die im kleineren mittelständischen Unternehmen waren, insbesondere betroffen, müssen jetzt sogar die Corona-Hilfen zurückzahlen, stehen damit vor einem Trümmerhaufen ihrer Existenz, müssen eventuell wieder nicht unternehmerisch arbeiten. Ich glaube, eine Gesellschaft kann nur gut funktionieren, wenn auch viele mittelständische Unternehmen da sind. Das ist ja auch einer der Erfolgsfaktoren von Deutschland. Die USA haben es immer versucht zu kopieren, sind aber großkonzerntechnisch ganz anders geprägt. Deshalb ist es mir wichtig, da auch den kleinen und mittelständischen Unternehmen eine Stimme zu geben. Herr Zanetti, Sie sind Mitglied vom ZAF. Ich versuche mal diese Abkürzung auszusprechen. Zentrum für Aufarbeitung, Aufklärung, juristischen Verfolgung. Und hier geht's weiter. Und Verhinderung. Verhinderung, ja. Verhinderung. Also das ist eigentlich mir persönlich fast das wichtigste Anliegen, weil die Schweinereien, die passiert sind, die können wir nicht mehr wieder gut machen, also obwohl wir dafür kämpfen. Aber in diesem Fall müssen wir wenigstens verhindern, dass sie sich wiederholen. Können Sie uns mal erklären, der Zuschauerschaft, der Öffentlichkeit, wenn Sie jetzt als NGO auf dieser Bühne auftreten, was machen Sie genau, beziehungsweise wie ist das ZAF auch organisiert? Das ist eine ganz interessante Geschichte. Das ZAF als Organisation gibt es eigentlich gar nicht. Das ZAF ist ein Zentrum, das sich clustermäßig entwickelt. Also um das ZAF herum gibt es verschiedene Arbeitseinheiten, Organisationen, Entitäten, wie man das auch nennen kann, die in verschiedenen Sparten tätig sind. Also wir haben einerseits einen Verein nach Schweizer Recht, der heißt Habeas Corpus. Dort wird die kreative Arbeit geleistet. Und auch dieser Verein soll immer wachsen, soll sich vernetzen mit anderen Organisationen im In- und Ausland. Dann haben wir die Werkstatt, dort bin ich Geschäftsführer. Und die muss eigentlich dann die
die Arbeit, die anfällt, umsetzen, also Internetauftritt und so weiter. Und dann gibt es jemand muss das auch finanzieren, haben wir einen Förderverein, der schaut, dass auch das Geld reinkommt und vor allem auch eine Stiftung, die schaut, dass wir uns eigentlich diesen Grundsätzen, denen wir uns verpflichtet haben, dass die auch eingehalten werden. Sind Sie zuversichtlich, dass die UNO als Völkerrechtssubjekt auch in der Lage ist, da wirklich rechtsverbindlich auch zu agieren und in dem Fall Deutschland in die Schranken zu weisen? Ja, das hier ist etwas, wo zum Ende Empfehlungen herauskommen. Und Empfehlungen sind nicht rechtsverbindlich, aber diese Menschenrechte sind rechtsverbindlich. Das hat vor allem einen gewaltigen Effekt, Missstände sichtbar zu machen. Diese Menschenrechte der UNO, die können vor dem Internationalen Gerichtshof nur dann verhandelt werden, wenn Staaten sich darüber streiten. Die streiten sich vom Internationalen Gerichtshof aber meistens über Grenzstreitigkeiten dort, um die friedlich beizulegen. Und der Internationale Strafgerichtshof ist nur für bestimmte Straftaten zuständig, nach seiner Satzung, römischen Statut. Und wenn es um Menschenrechtsverletzungen der Menschenrechte der UNO geht, für die sind die Gerichte auf nationaler Ebene zuständig. Und da ist Deutschland halt ziemlich rückständig im Vergleich zu vielen anderen, weil es im Jurastudium nicht beigebracht wird. Und das muss sich dringend ändern. Das hat der Ausschuss zum UNO-Sozialpakt auch schon zweimal mindestens gerügt, dass das ins Jurastudium in die Fortbildung von allen dort im Justizwesen Tätigen hineingehört, dass sie diese Rechte genauso gut kennen wie auch die Rechte aus unserem Grundgesetz oder die Menschenrechte von der EU und vom Europarat. Menschenrechte der UNO haben vor allem, wie man im Sozialpakt sieht, viele konkrete soziale Rechte. Und das ist vor allem aus sozialen Gründen dringend notwendig. Und die Musik spielt vor den Gerichten, aber die Dinge sichtbar zu machen, da spielt die Musik auch an Orten wie hier. Auf der Webseite des SAF steht geschrieben, angelehnt an Artikel 7 des Römischen Statuts. Jetzt ist, glaube ich, der Öffentlichkeit also nicht jedem bekannt, was das Römische Statut besagt. Was besagt Artikel 7? Es geht dort eigentlich vor allem darum, auch diese Maßnahmen, die da ergriffen wurden, vor allem natürlich die Impfpflicht, die der Deutsche Bundestag da auch beschließen wollte und teilweise auch beschlossen hat, also für bestimmte Einrichtungen, dass das eigentlich gegen alles, was wir früher beschlossen haben, andere völkerrechtliche Verträge, eben dass das Römer Statut beispielsweise verstößt. Das ist schon beängstigend, mit welcher Lässigkeit die Regierenden heute sich über Freiheiten hinwegsetzen. Ich meine, wer hätte sich vor 10 Jahren denken können, dass es unsere Regierung einmal davon abhängig macht, ob wir ein Restaurant, ein Theater oder was auch immer besuchen wollen, ob wir geimpft sind. Also wir mussten wildfremden Personen plötzlich unsere Gesundheitsdaten offenbaren. Und man sagt, wo sind wir denn eigentlich? Was fällt denen ein? Und ich kann Ihnen versichern, also in den Verwaltungen, die haben noch viel tiefergehende Ideen, noch viel weitergehende. Und die werden alles machen, was wir sie machen lassen. Deshalb glaube ich, ist es einfach jetzt Zeit, dass wir mal zur Gegenwehr schreiten. Ist zu erklären, dass im öffentlichen Diskurs diese völkerrechtliche Ebene so kaum Erwähnung findet und auch der Internationale Strafgerichtshof jetzt im Zusammenhang mit Corona keine Rolle gespielt hat, oder ist das anders? Das ist das Problem natürlich, dass man einfach ein hehres Ziel setzt, zum Beispiel sagt einfach Gesundheit, obwohl Gesundheit für sich kein rechtlicher Wert ist. Aber plötzlich die ganze Welt sagt, wir müssen das machen und das berechtigt uns, weil unser Ziel so ein hehres und gutes Ziel ist, dass wir jeden anderen verpflichten können, sich in einer bestimmten Art und Weise zu verhalten. Und das gefällt natürlich den Verwaltungen und den Regierenden auf der ganzen Welt, denn das gibt ihnen Macht, das gibt ihnen Kontrolle über die Menschen und wie mein Freund Ralf Ludwig völlig zu Recht feststellt, Freiheit beginnt mit Nein, indem wir Bürger aufstehen und sagen, nein, hier ist die Grenze, weiter kommt ihr nicht. Sie haben in Ihrem Bericht auch formuliert, dass im Vordergrund vor allem während der Corona-Zeit ethische Gutachten standen und weniger rechtsstaatliche Prinzipien. Können Sie das mal erklären? Also was ist verkehrt an Ethik? Eine Ethik ist halt willkürlich, ne? Und Ethik ist auslegbar. Menschenrechte sind individuelle Menschenrechte. Sie haben ein individuelles Menschenrecht auf Leben, Sie haben ein individuelles Menschenrecht auf Freiheit, Sie haben ein individuelles Menschenrecht, sich versammeln zu dürfen, auf die bestmögliche medizinische Versorgung, auf einen guten Lebensstandard, auf gute Bildung,
nicht arm zu sein und so weiter. Also sie haben ganz viele Grundrechte und Menschenrechte, die auch individuell einklagbar sind. Daraufhin hat das Komitee übrigens auch nochmal hingewiesen, hat gesagt, Deutschland habe ja den Sozialpakt ratifiziert und wir haben Individualbeschwerdeverfahren. Wir dürfen uns über diese Menschenrechtsverletzung, die wir individuell erleben, dürfen wir uns auch beschweren in einem Individualverfahren und hat die NGOs, die dort vor Ort waren, gebeten, dass wir doch die Menschen vor Ort unterstützen. Ich glaube, wir müssen jetzt hier zur Seite. Dass wir die Menschen vor Ort unterstützen, diese Verfahren zu machen gegen Menschenrechtsverletzungen. So eine Menschenrechtsverletzung ist eben ein individuell einklagbares Recht, während Ethik ist etwas sehr Allgemeines. Was ist denn Ethik? Ja, also wer definiert Ethik? Wer definiert, was ethisch richtig oder falsch ist? Ich sage immer dieses Beispiel, wenn Sie in einem Flugzeug sind, das von Terroristen entführt wird und auf einen Turm zufliegt, ja, dann erlaubt das Menschenrecht nicht, dieses Flugzeug abzuschießen, weil ihr Recht auf Leben genauso viel wert ist wie jedes andere Recht auf Leben. Das heißt, ein Staat darf sie nicht abschießen. Aus ethischen Gesichtspunkten sagt man möglicherweise, aber in dem Flugzeug sind doch nur 300 Leute drin, in dem Turm sind 3000 und dann ist es doch ethisch gerechtfertigt, diese 300 abzuschießen, um 3000 Leben zu retten. Und das ist halt der Unterschied. Was aber noch viel wichtiger ist die Menschenrechte, die wir haben, aus internationaler Rechtsquelle in Deutschland auch richtig bekannt zu machen. Und da ist Deutschland gerade beim UNO-Sozialpakt, um den es hier geht, eines der Schlusslichter. Ich denke, das ist aber jetzt nicht nur Deutschland, aber ein Effekt, warum das so ist sicherlich aus der Logik des Kalten Krieges, dass man, ich sage es mal etwas überspitzt, im Westen gesagt hat, die Freiheit ist wichtig und wenn wir zu viel Soziales machen, landen wir im Kommunismus. Und im Osten hat man gesagt, die soziale Gerechtigkeit ist wichtig und wenn wir zu viel Freiheit machen, landen wir im Kapitalismus. In Wirklichkeit haben wir Freiheitsrechte und soziale Rechte und egal, was wir für ein System haben, innerhalb der verfassungsrechtlichen Möglichkeiten, die wir haben, müssen wir sowohl den sozialen als auch den bürgerlichen Menschenrechten dafür sorgen, dass die erfüllt werden. Und wenn es Interessen von verschiedenen Gruppen sind, ist das der Maßstab zusammen mit den noch etwas höherrangigeren Grundrechten aus nationalen verfassungsmäßigen Ordnung, um da einen fairen Kompromiss zu machen, zeigen, in welchem Spielraum darf sich das bewegen. Also die Musik spielt natürlich beim Gesetzgeber und vor den heimischen Gerichten. Aber um Missstände sichtbar zu machen, ist die UNO eines der wichtigsten Gremien. Und wir haben vor allem 9 Menschenrechtsverträge der UNO. Dementsprechend viel Personal haben sie dafür. Während beim Europarat, wo es weniger Menschenrechte gibt, eine Person für die ganzen Staaten des Europarats dann das Ganze zu bewältigen hat. Also wir sind hier schon zu diesem Zeitpunkt genau an der richtigen Stelle. Hat sich die UNO bei der Impfkampagne eigentlich zurückgehalten? War sie da neutral oder wie würden Sie das bewerten? Die UNO hat verschiedene Gremien und die UNO als solche hat jetzt nicht insgesamt mit einer Stimme gesprochen. Es gab unterschiedliche. Dieser Ausschuss hat auf einer Wissensgrundlage, die nicht die heutige ist, seine damaligen Empfehlungen gemacht und darauf wurde im Parallelbericht von ZAF und anderen auch eingegangen. Zum Beispiel, dass wenn es einen Impfstoff gibt, der eben sicher sein muss und auf dem neuesten Stand. Zu dem Zeitpunkt war eben noch nicht vorgedrungen, wie viele Menschen dadurch geschädigt sind. Glauben Sie, dass die UNO als Völkerrechtssubjekt von den nationalen Regierungen ernst genommen wird? Naja, ich habe so meine Zweifel. Ich habe ja den Nils Melzer erlebt, der sich ja damals zur Polizeigewalt geäußert hat. Auf einmal wurde er dann versetzt zum Roten Kreuz. Die Nachfolgerin hat es nicht aufgenommen. Von daher lasse ich mich gerne immer positiv überraschen. Aber ich beurteile Menschen immer nach ihren Taten. Und im Moment tut die UNO sehr wenig, um diese Corona-Jahre aufzuarbeiten. Inwieweit ist da vielleicht auch die Sorge, dass das doch vielleicht nur ein Papiertiger ist? Naja, der Papiertiger kann zumindest den Fokus auf bestimmte Themen lenken und kann uns als Organisation, die vor Ort Menschenrechte vertreten, quasi den Rücken stärken, indem sie sagen, ja, ihr seid eine anerkannte Organisation und das, was ihr hier sagt, ist wichtig und ist relevant, weil es eben die Menschenrechte betrifft. Und insofern hat es dann natürlich schon einen Impact, in dem klar gesagt wird, Menschenrechtsverletzungen werden wir beobachten, werden wir benennen und möglicherweise können wir nicht sofort was dagegen tun und können nicht jederzeit eingreifen. Aber wir können euch als Organisation vor Ort den Rücken stärken, was Sie heute auch gemacht haben, die nochmal deutlich gesagt haben, unterstützt die Menschen, individuelle Beschwerden einzureichen. Möglicherweise bringen die individuellen Beschwerden in dem Beschwerdeverfahren als solches erstmal nichts, aber sie richten den Fokus, den Scheinwerfer auf diese Menschenrechtsverletzung und die Menschen vor Ort verstehen, was ihre individuellen Menschenrechte sind, was ihre eigene Kraft, ihre eigene Macht ist und setzen sich möglicherweise stärker auch dafür ein,
und verstehen es dann vor Ort auch, wenn es Menschenrechtsverletzungen gibt und denen ist klar, ich kann mich dagegen wehren. Also was fordern Sie konkret mit Ihrem Parallelbericht? Sie haben ja auch eine Frist von 2 Jahren gesetzt und internationale Leitlinien. Können Sie das noch mal ausführen? Ja, wir fordern ja relativ viel. Wir fordern, dass die mRNA-Impfungen sofort gestoppt werden. Die mRNA-Impfungen sind immer noch nicht sicher, erzeugen unglaublich viel Leid. Wir haben mittlerweile die mRNA-Impfung ja auch für ungeborenes Leben. Also wir hatten ja hier auch Gruppen, die sich eben für Abtreibung eingesetzt haben, für das Recht der Frau. Diese mRNA-Impfung durchbricht ja die Plazentaschranke zum Beispiel. Und wir fordern, dass natürlich eine solche Impfung, die die Plazentaschranke durchbricht und damit direkt das ungeborene Leben impft, dass das sofort beendet wird. Dass die Kriminalisierung, die wir immer noch in Deutschland haben, immer noch werden ja Ärzte vor Gericht gestellt, werden verurteilt. Wir haben jetzt gerade ein Verfahren mit einer Polizistin. Also wir haben immer noch Menschen, die kriminalisiert werden, weil sie sich gegen die Covid-Maßnahmen gewendet haben. Wir haben die Forderung, dass es kein Nudging, keine Strockstrategien mehr gibt. Also der Staat hat ja mit diesen Angststrategien, ne, wer sich nicht absondert, wer die Maske nicht trägt, wer nicht in den Lockdown geht, der wird dafür sorgen, dass die Großeltern elendig zugrunde gehen und so weiter. Es wurde ja Angst und Schock gemacht. So etwas darf ein Staat nicht. Ein Staat muss immer auf faktenbasierten Informationen nüchtern, sachlich informieren und darf eben nicht Angst machen, darf Menschen nicht unter Schock setzen, nicht Menschen versuchen, über Schockstrategien in eine bestimmte Richtung zu bewegen. Das haben wir gefordert. Wir haben gefordert, dass die Künstler abgesicherter sein müssen, weil wir erlebt haben, dass eben eine komplette Branche für bis zu 22 Monate komplett ihren Beruf nicht mehr nachgehen durfte. Also wir haben ja eine ganze Reihe an Forderungen. Im Wesentlichen geht es natürlich darum, die individuellen Menschenrechte zu schützen und vor allen Dingen, mein Körper gehört mir. Der Staat darf niemals in meinen Körper eingreifen gegen meinen Willen. Was sind die nächsten Schritte? Der nächste Schritt ist, dass jetzt eben diese sogenannte List of Issues erstellt wird. Die wird der Bundesregierung zugestellt. Und nächstes Jahr im Mai wird dann hier vor Ort wieder ein weiteres Treffen stattfinden, wo wir dann direkt mit der Bundesregierung im Gespräch sind und unsere Themen präsentieren können und klar machen können, was wir aus menschenrechtlicher Sicht gerne anders hätten. Vielen Dank.